Wir werfen heute einen Blick in einen dreisten Diebstahl von Bitcoins, welcher nicht hätte spektakulärer sein können. Ein paar 20-jährige Männer raubten einen Milliardär satte 243 Millionen Dollar in Bitcoin. Ja, und sie filmten sogar ihren Desktop und ihre Kommunikation während des Diebstahls. Anschließend gaben sie schätzungsweise knapp 40 Millionen US-Dollar innerhalb eines Monats aus. Und als wäre all das nicht verrückt genug, wurden sie hochgenommen. Und zwar nicht von den amerikanischen Sicherheitsbehörden, sondern von einem X-Nutzer, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, genau solche Menschen zur Strecke zu bringen. Abgerundet wird die Geschichte durch die Entführung von zwei Menschen, welche nur indirekt mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Haltet euch fest, es wird wild. Dies ist Malone Lam, ein 20-jähriger Mann aus Singapur, welcher gemeinsam mit seinen Komplizen über 243 Millionen Dollar in Kryptowährungen stahl und den Diebstahl und die Jubelschreie der Truppe auch noch filmte. Malone machte keinen Hehl aus seinem plötzlichen Reichtum, auch wenn er illegal an das Geld gelangt war. Er warf das Geld förmlich zum Fenster raus. Endlose Shoppingtrips, teure Partys und über 30 Luxusautos. Allein in einer Partynacht gab Malone 600.000 Dollar in einem Club aus. Doch wer ist Malone Lam? Lam reiste im Oktober 2023 mit einem Visum in die USA ein und hätte eigentlich nur 90 Tage bleiben dürfen. Laut Gerichtsdokumenten verfügte Lam über keinen festen Wohnsitz und keinen Job, was sicherlich einer der Gründe für seine illegalen Aktivitäten war. Online trat Lam unter dem Pseudonym Anna Hathaway und Triple Dollar auf. Seine Komplizen waren Jandil Serrano, welcher unter dem Pseudonym Versace God und Skidstar bekannt war, und Via Cheetal, welcher als Wiz in Erscheinung trat. Die 243 Millionen Dollar stahlen sie nicht von einem Unternehmen, sondern von einer einzigen Person, einem Milliardär aus San Francisco. Um seine Identität zu schützen, nennen wir ihn in diesem Video einfach nur das Opfer. Die von Lam und seinen Komplizen angewandte Methode wird in Fachkreisen als Sophisticated Social Engineering bezeichnet. Der Begriff beschreibt den Versuch, das Vertrauen einer Person zu gewinnen, um so an vertrauliche Informationen zu gelangen. In diesem Fall versuchten Lam und seine Komplizen, das Opfer in den Glauben zu versetzen, dass sein Google-Account gehackt wurde. Am 18. August 2024, eine Woche vor dem Diebstahl, begann einer der Täter, dem Opfer Fake-Benachrichtigungen zu senden, welche dem Opfer vermitteln sollten, dass eine unbefugte Person Zugriff auf seinen Account hat. Im Anschluss an die Benachrichtigungen riefen Lam und Serrano das Opfer über eine gefälschte Rufnummer an und gaben an, dass es sich bei ihnen um einen Mitarbeiter des Google-Support-Teams handeln würde und sie dem potenziellen Opfer helfen wollten. Das Opfer ließ sich überreden und stellte den beiden die Zugangsdaten für sein Google-Konto zur Verfügung. Lam nutzte die Daten, um auf dem Microsoft Cloud Service OneDrive sowie das Gmail-Konto des Opfers zuzugreifen. Über diese beiden Logins gelangte er an die Information, dass das Opfer über eine Crypto-Wallet auf der Kryptobörse Genesis verfügte. In diesen Chatverläufen könnt ihr sehen, wie sich die beiden abgestimmt haben, wie sie das Opfer überlisten können. Um den Druck zu erhöhen, riefen sie das Opfer erneut an und gaben sich diesmal als Mitarbeiter von Genesis aus. Sie überzeugten ihn davon, dass sein Genesis-Account ebenfalls gehackt worden war und sorgten dafür, dass er Bitcoins im Wert von 3 Millionen Dollar an eine Crypto-Wallet sendete, welche im Besitz von Lam war. Anschließend wiesen sie ihn an, eine Remote-Desktop-Anwendung namens AnyDesk zu installieren. Mithilfe dieser Anwendung konnten Lam und Serrano den Bildschirm des Rechners des Opfers sehen und fernsteuern. All dies taten sie, während sie mit dem Opfer telefonierten. Serrano sorgte dafür, dass das Opfer mehrere Dateien auf seinem Computer öffnete, während Lam und Serrano live zusehen konnten, wie er dies tat. Unter anderem öffnete das Opfer eine Datei, welche die privaten Schlüssel zu einer Bitcoin-Wallet enthielten, auf welcher Bitcoin im Wert von knapp 243 Millionen Dollar lagen. Wie in diesem Telegram-Chat-Verlauf der Täter zu sehen ist, besprachen sie das Vorgehen und überlegten sich genau, wie sie das Opfer zu dem eigentlich eher dummen Vorgehen überreden konnten. Sie sagten ihm, dass er einen Screenshot von seinem Sicherheitsschlüssel der Wallet machen solle, aber bis auf die letzten 4 Zeichen alle Zeichen ausblenden könne, damit er keine geheimen Daten liegt. Da sie seinen Bildschirm über AnyDesk sahen, konnten sie sämtliche Zeichen des Sicherheitsschlüssels sehen, während das Opfer den Screenshot anfertigte. Während Serrano das Opfer am Telefon bei Laune hielt, nutzte Lam den Sicherheitsschlüssel und verschaffte sich Zugriff auf die Bitcoin-Wallet vom Opfer. All das taten sie, während sie in einem Discord-Call live waren und ihren Bildschirm teilten, was ihnen später zum Verhängnis wurde. Wir werfen einen Blick in den Moment, als die Täter die ersten 238 Millionen US-Dollar in Bitcoin stahlen. Oh wow. Wow, I see No it. way. No fucking way. I see it, bro. It's on the blockchain. It's on the blockchain, bro. No fucking way. Oh my god! Oh my god! No fucking way.
$42 million. Yes. Holy fuck. Oh my god. Oh my god. Bro, I'm gonna spaz out. Yo! We're done! I'm spazzing out! Do you know how much money that is? It's a Holy fuck! quarter of a bill. How much Probably. you Holy- got? Split 3 ways or is it 4 ways? That's Oh! That's pretty pretty penny. Pretty 10 pretty pennies. I'm gonna lose my shit! Yo! How do I... Hold on. Nachdem das Team um Lam den Erfolg verdaut hatte, teilten sie die Bitcoins auf und überwiesen diese an mindestens 15 unterschiedliche Kryptohandelsplattformen. Anschließend begannen sie damit, die gestohlenen Bitcoins zu waschen, indem sie das sogenannte Peel-Chain-Verfahren nutzten. Peel-Chain ist die Aufsplittung größerer Kryptobeträge in viele kleinere Beträge. Hierbei werden die kleineren Beträge wiederholt in mehrere andere Kryptowährungen umgewandelt und in der Regel endet der Prozess mit der Umwandlung in Monero. Ziel dieser Aktion ist es, dass die digitale Spur der Kryptowährung verwischt wird und sich die Täter die Gelder auszahlen lassen können, ohne dass die Sicherheitsbehörden auf ihre Fährte gelangen. Lam und sein Team splitteten die Beträge auf und wandelten die Bitcoin in Litecoin um, von Litecoin in Ethereum und von Ethereum in Monero. Sie fühlten sich sicher, aber ihnen war nicht bewusst, dass sie einen dummen Fehler begangen hatten und dass ihnen bereits jemand auf den Fersen war, und zwar nicht die Sicherheitsbehörden. Aber dazu gleich mehr. Den dummen Fehler schauen wir uns jetzt an. Auch die Umwandlung der Bitcoins in andere Währungen wurde gefilmt, wofür eine weitere Person hinzugezogen wurde, welche sich kurzerhand selbst enttarnte, indem er seinen Echtnamen Akash in der Aufzeichnung zeigte. Kurzer Spoiler: Erschreckend, wie gleichgültig all dies über die Bühne ging. Im Video werdet ihr hören, dass einer der Täter nebenbei ein Videospiel zockte, als wäre all dies nur eine Kleinigkeit. Aber seht selbst. Oh, you're worried about me keeping it? No, I'm keeping it all in one Addy. Joking, bro. If you ether scan it like this, all my ether's in there. I'll be taking that. See? No, bro, what the hell? Do 998. Yo. What's the balance? You can check yourself, you moron. I'm not taking your money. Stuff. Lam, Serrano und Co. fühlten sich ab jetzt sicher und begannen, das ergaunerte Geld auszugeben. Sie reisten in Privatjets und feierten in Nachtclubs. Hier sehen wir eine Rechnung von einem einzigen Abend, an welchem die Truppe in diesem einen Club knappe $600.000 ausgab. Protzige Autos, Schmuck, Uhren, Designerhandtaschen für ihnen kaum bekannte Frauen und extrem teure Miethäuser durften selbstverständlich auch nicht fehlen. Lam kaufte 31 Luxusautos, darunter Lamborghinis, Ferraris und Porsches. Einige dieser Autos ließ er sich komplett individuell ausstatten. Sein teuerstes Auto kostete satte $3 Millionen. Serrano mietete ein Haus in Kalifornien, welches ihr hier sehen könnt, für 47.500 US-Dollar pro Monat. Lam mietete gleich mehrere Häuser in LA und Miami. Allein eines dieser Häuser auf Hibiscus Island in Miami kostete 68.000 US-Dollar pro Monat. Als Lam auf einer seiner legendären Partys ein Model kennenlernte, verguckte er sich in sie und schenkte ihr kurz darauf einen Lamborghini Urus, welcher bei einem Listenpreis von 261.500 Euro startet. Besonders bitter für Lam: die Frau teilte ihm mit, dass sie gerade neu vergeben sei. Dies kommentierte Lam mit "I don't care. Mir egal." Doch das Glück hielt nicht lange an. Am 18. September 2024, genau einen Monat nach dem Diebstahl, wurde Serrano am Flughafen von Los Angeles festgenommen, als er aus dem Urlaub von den Malediven zurückkam, welchen er mit seiner Freundin genoss. Serranos Freundin wurde nicht festgesetzt und informierte Lam über die Festnahme, welcher panisch seine Online-Konten bei Telegram, Discord und Co. löschte. Dies hätte er sich jedoch sparen können. Die Behörden hatten ihn bereits identifiziert und nahmen Lam noch am selben Tag in Miami fest. Doch wisst ihr, was diesen Fall besonders spannend macht? Es waren nicht die amerikanischen Sicherheitsbehörden, die Lam identifizierten, sondern ein X-Nutzer namens ZachXBT, dessen echter Name nicht bekannt ist. Zach macht es sich zur Aufgabe, Cyberkriminelle hochzunehmen. Und was das Ganze noch wilder macht: seine Ermittlungen begannen in einer Höhe von 10.000 Fuß während eines Fluges. Am 19. August 2024, also dem Tattag, sah Zach eine Meldung auf seinem Smartphone. In einer Bitcoin-Transaktion, also eine Überweisung, wurden 600.000 US-Dollar
US-Dollar an eine kleine Kryptohandelsplattform überwiesen. Zack kam diese Überweisung verdächtig vor, da die Handelsplattform bekannt dafür war, von Cyberkriminellen für Geldwäsche genutzt zu werden und die Höhe von 600.000 US-Dollar für diese Plattform enorm hoch war. Während Zack sich noch fragte, ob diese Transaktion seriös war, gingen weitere Meldungen bei ihm ein. Zunächst über eine weitere Transaktion in Höhe von 1 Million US-Dollar und kurz darauf über eine weitere Transaktion in Höhe von 2 Millionen US-Dollar. Zack hatte ein ungutes Gefühl und verfolgte die Transaktion zurück, was jeden über die Bitcoin-Blockchain möglich ist, und stellte fest, dass diese Beträge von einer Bitcoin-Wallet kamen, auf welcher Bitcoins im Wert von knapp 243 Millionen US-Dollar lagen. Durch die Identifizierung der Bitcoin-Wallet konnte Zack feststellen, dass die Bitcoins bereits seit 2012 auf dieser Wallet lagen und nicht bewegt wurden. Bei der Analyse der bereits getätigten Transaktionen dieser Wallet konnte Zack feststellen, dass die Person, welche die Bitcoins bewegte, sehr hohe Transaktionsgebühren in Kauf nahm, um die Bitcoins schnellstmöglich loszuwerden und in Echtgeld umzuwandeln. Ihm war klar, dass dies nicht das typische Verhalten eines Bitcoin-Investors mit mehr als 10 Jahren Erfahrung sein dürfte. Über die Bitcoin-Wallet konnte Zack erkennen, dass die Wallet auf der Kryptohandelsplattform Genesis lag und kontaktierte noch aus dem Flugzeug die Genesis-Administratoren per X und bat darum, dass sie den Besitzer der Bitcoin-Wallet informieren und bitten, dass sich dieser mit Zack in Verbindung setzen solle. Das tat das Opfer auch und beauftragte Zack mit der Suche nach den gestohlenen Bitcoins. Kurz nachdem Zack aus dem Flugzeug ausstieg, stellte er fest, dass sämtliche Transaktionen in 3 Hauptstränge aufgeteilt wurden, woraus er schloss, dass es sich vermutlich um 3 Täter handeln dürfte, welche die Gelder nun unter sich aufteilen. Zack informierte seine X-Community über die Ermittlungen und erhielt kurz darauf eine Nachricht von einer Person, welche behauptete, Hinweise auf die Identität der Täter zu haben. Zack arbeitete unermüdlich an dem Fall und konnte innerhalb einer Woche die Täter als Malone Lam und Jandil Serrano identifizieren. Zack konnte auch eine dritte Person identifizieren, Via Cheetal, welcher bis heute nicht festgenommen wurde. Zack teilte seine Ergebnisse laufend mit den amerikanischen Sicherheitsbehörden. Im Laufe seiner Ermittlungen ging er sogar so weit, dass er Lam und Serrano auf TikTok und Instagram folgte und dort sehen konnte, wie diese das Geld verprassten. In diesem Diagramm könnt ihr sehen, wie Zack während seiner Ermittlungen sämtliche Informationen zusammentrug und immer mehr Beweise zu den Tätern sammelte. Kurz darauf sah Zack das Fahndungsfoto von Lam und ihm wurde bewusst, dass er brauchbare Beweise geliefert hatte. Doch wie war er an die notwendigen Informationen gekommen? Der Informant, welcher angab, dass er die Täter kannte, übermittelte ein Video des Diebstahls, welches während einer Discord-Session aufgezeichnet wurde. Einer der 3 Täter teilte den Bildschirm seines Computers während des Diebstahls mit weiteren Freunden, ohne seine Mittäter darüber zu informieren. Einer der ungeplanten Zuschauer machte eine Bildschirmaufnahme von dem Geschehen, welches wir hier vorhin gesehen haben. Diese wurde nun an Zack übermittelt. Es wird davon ausgegangen, dass Lam, Serrano und der dritte Täter insgesamt 40 Millionen US-Dollar ausgegeben haben, innerhalb eines Monats. Bisher konnten von den gestohlenen 243 Millionen US-Dollar nur 79 Millionen zurückgeholt werden. Lam wurde am 19. September vor einem US-Bezirksgericht in Florida wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Geldwäsche angeklagt. Lam sitzt derzeit in Untersuchungshaft und ihn erwartet für jeden der Anklagepunkte eine Strafe von 20 Jahren sowie eine empfindliche Geldstrafe. Sicherlich hat Lam einen unvergesslichen Monat erlebt und konnte Einblicke in eine Welt gewinnen, die er sonst wohl nur von außen betrachtet hätte, aber die Einblicke, die er in den nächsten 40 Jahren erhalten wird, dürften all das nicht wert gewesen sein. Jandil Serrano wird eine ähnlich hohe Strafe erwarten. Zu seiner Verurteilung gibt es noch keine Einschätzung, da er im Gegensatz zu Malone Lam keine Prozessbeschleunigung beantragt hat und vermutlich später als Lam verurteilt werden wird. Via Cheetal wurde bis heute nicht festgenommen. Weshalb genau, weiß man nicht. Eventuell reichen die Beweise nicht aus oder er hat mit den Sicherheitsbehörden kooperiert. Allerdings wurde er bereits auf andere Art und Weise für seine Taten bestraft. Die Eltern von Cheetal wurden nur eine Woche nach dem Diebstahl der Bitcoin von 6 Männern im Alter zwischen 18 und 26 Jahren bedroht, mit einem Baseballschläger geschlagen und kurzzeitig entführt, als sie gerade in einem brandneuen Lamborghini Urus auf dem Weg zu einer Hausbesichtigung waren. Es gibt derzeit keine offiziellen Informationen der Sicherheitsbehörden hierzu, aber es erweckt den Eindruck, dass die Eltern von Cheetal vom Bitcoin-Diebstahl profitierten. Angemerkt sei jedoch, dass die Familie behauptet, sowohl der Lamborghini als auch das Geld für ein neues Haus stammen nicht aus dem Kryptodiebstahl. Ob dies wahr ist, werden wir sicherlich innerhalb der nächsten Wochen erfahren. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald ein Urteil da ist und vielleicht auch neue Informationen zu der Familie von Cheetal. Hat euch das Video gefallen, freue ich mich wie immer über Like, Abo und Kommentar. Das ist für euch kostenlos und mir hilft es einfach enorm weiter, damit das Video breiter ausgespielt wird. Ich danke euch, haut rein, bis zum nächsten Mal.